Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades from Zero. Wir sind beim letzten Mal quasi mitten in einen neuen Handlungsstrang reingestolpert, denn die gute Rishia, die hat sich hier persönlich bei uns vorgestellt und um Hilfe gebeten, da die gute Elia Platière einen Drohbrief erhalten hat, den Elia selbst gar nicht allzu ernst nimmt. Die gute Rishia hingegen schon und sich große Sorgen macht und dabei sollen wir unterstützen. Aber bevor wir das tun, werde ich erstmal reporten, denn wir haben eine Monster Extermination beim letzten Mal abschließen können und die Belohnung dafür noch nicht eingeheimst. Damit sind wir jetzt dreistellig mit den DP. Das ist, glaube ich, schon mal ganz gut. Alles ist reported, nichts mehr ist offen. Das sieht doch erstmal ganz wunderbar aus. So, das wäre das eine Thema. Ich würde dann, ich hatte das am Ende der letzten Folge auch kurz angekündigt, einmal ganz kurz, wenn ich die richtige Taste finde, nochmal nach Amorica aufbrechen und gucken, ob ich da besagtes Rezept jetzt mitnehmen kann, von dem ich beim letzten Mal schon sprach und was wir dort nicht vorgefunden haben im General Store. Also ich würde vermuten, dass es jetzt noch zu früh ist, aber ich will auf Nummer sicher gehen und einfach nur gucken, ob die das gleiche sagen wie beim letzten Mal. Nee, das ist das, was wir schon kennen und demzufolge wird das hier wahrscheinlich auch so sein. Okay, alles klar. Also ich weiß, dass höchstwahrscheinlich der Tageswechsel abgewartet werden muss und dass wir erst dann hier bekommen, wonach wir suchen. Aber ja, ich habe so ein bisschen Panik, irgendwas auszulassen und deswegen ist mir das lieber so. Was hat uns das jetzt gekostet? Eine Minute vielleicht. Ich glaube, das werden wir überleben. Es sind ja Gott sei Dank keine Let's Plays, wo jeder Part so 10 bis 15 Minuten dauert, ne? So wie das ganz früher mal der Fall gewesen ist. So, also nicht bei mir auf dem Kanal, aber generell, als das Thema Let's Plays irgendwie ein bisschen größer wurde und so. Ich weiß noch, als ich damit angefangen habe, da haben viele dann immer gesagt, boah, deine Parts sind so lang, obwohl die damals gar nicht so lang waren. Ich glaube, damals habe ich auch mit 20 bis 30 Minuten angefangen und da gab es teilweise diese Reaktionen schon. Und guckt euch das heute an, ey. Heute haben wir immer fast eine Stunde jedes Mal. So, wir müssen zum Entertainment District. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich noch andere Sachen vorhatte, aber in meiner Zusammenfassung am Ende der letzten Folge war, glaube ich, nur das auf der Agenda, was wir gerade schon gemacht haben. Ich gucke mal eben kurz, wie das hier formuliert ist. Let's start by heading to the theater and having Elia show us the actual threat letter. Genau, den haben wir auch noch nicht gelesen. Wir haben nur von ihm gehört. The Concealed Theater is in the Entertainment District. Das wissen wir, da sind wir auch... Oh, direkt wäre ich mal einen Schritt noch weiter gegangen. Und dann bin ich mal gespannt. Da drin konnten wir uns bisher auch noch nicht frei bewegen. Aber es ist ein wunderschönes Theater. Muss man ja mal so neidlos anerkennen. Die Fassade hat auch eine sehr interessante Farbe. The architecture of this building is truly magnificent. It seems to be relatively new as well. I believe it was built about 20 years ago. Okay, also so new ist es nicht, wobei für so ein ehrwürdiges Theatergebäude ist es wahrscheinlich noch gar nicht so lang. So it's a fairly recent addition compared to some of our older buildings like City Hall. Arkansas. Back when I was a kid, Guy and Cecile would bring me here every so often. You're doing okay there, Lloyd? Oh, it's nothing. So, are we all ready to head inside? Ich denke schon. Gibt's bei euch was Neues? How could I be so stupid? Ich glaube, das kennen wir schon. Das war die vermutlich letzte große Crossbell-Begehung hier. Da hatten sie das gleiche schon gesagt. Seitdem hatten wir hier keinen Tageswechsel. Deswegen komme ich in Amorica auch mit dem Rezept gerade nicht weiter, vermutlich. So. Ja, das ist schon ein schniekes Gebäude. Kann man gar nicht anders sagen. Wunderschön. Einmal sind wir hier kurz drin gewesen, aber auch direkt wieder raus. Wow. The lobby certainly is grand. I hear music playing. Do you think they're in the middle of practice? Oh, that's gotta be it. Oh, hello there. Guten Tag. Kennst du uns noch? Wir sind wieder da. I'm terribly sorry. But only authorized personnel may enter the theater at this time. Wir sind Polizei, okay? Oh, actually, we're with the CPD. I believe we received a request for a consultation.
Ah, so you're the special support section. Welcome to Arkansas. Rishia told me you would be coming. I believe you're here to speak with the troop leader and Elia, correct? Yeah, are they available right now? I believe so. Please go straight ahead through the main doors. Evan and Rishia are likely watching Elia practice right about now. Oh? Are you sure it's okay? We don't want to get in the way while she's practicing. Ich wette, Randy wird sich jetzt melden und sagen, dass er das ganz okay finden würde. Nee, macht er nicht. Oh no, I assure you she isn't the type to be bothered by any minor interruptions. On the contrary, with the show almost upon us, she'd be quite happy to have visitors. Ist das so? Alright then. You heard him. What are we waiting for? To the Auditorium. Da ist dieses Wort wieder. Das hat mich schon in Code-Stil ein bisschen amused. Ich muss mal mein Headset ein kleines bisschen leiser machen. So, na da bin ich ja mal gespannt. Auditorium ist dann wahrscheinlich oben irgendwo. Wir fangen erstmal ganz unten an. Receptionist Roland. Welcome to Arkansas. Please proceed to the Auditorium. Machen wir, aber erst in ein paar Minuten, nachdem wir uns hier unten alles mal angeguckt haben. Wo ist denn der Balsamo von gerade? So hieß der doch. Oh yeah, we're supposed to meet with Elia. She should be right past the main doors. Oh, hier sind bestimmt die Umkleidekabinen oder so. Kein Plan. Ich will aber noch nicht durch die Main Door. We've treated the occasional threats we've received as pranks. However, the letter's contents, along with that signature, give credence to its legitimacy. Schweres Wort. I'm counting on you, everyone. Please get to the bottom of this. I don't want to bother our performers with this matter while they're practicing for the performance. Good luck with the investigation. I'm counting on you. Bin ich eh gespannt, wie das jetzt hier ablaufen soll. Also, weil wenn sie am Practicen ist, dann können wir doch gar nicht mit ihr sprechen. Oh yeah, we're supposed to meet with Elia. She should be right past the main doors. Sie wird das dann vermutlich für uns abbrechen. Also, ich weiß gar nicht, was machen die hier? Also, eigentlich ist es doch keine reine Theateraufführung, oder? Ich habe die eher so als Tänzer wahrgenommen, die irgendeine Show hier abliefern. Oh yeah, we're supposed to meet with Elia. She should be right past the main doors. Weil Theater ist ja ein bisschen was anderes als das, was wir hier bisher vorgesetzt bekommen haben. Also ich finde, das sieht hier eher nach einer Tanzperformance aus, auch wenn man sich hier die ganzen Plakate und alles anguckt. Aber vielleicht tue ich dem auch Unrecht. Wow. She's so incredible. Ja, also ich meine, Theater kann auch so sein. Ich bin auch öfter im Theater gewesen. Also ich bin da jetzt nicht nur aus der theoretischen Perspektive unterwegs. Ich liebe Theater. Aber, also so ein Theater habe ich bisher noch nicht besucht. Das heißt, die werden ja hier auch irgendeine Handlung implementieren, oder? Oder ist das doch mehr Show? Ich bin verwirrt. Aber vielleicht werden wir die Aufführung ja sehen, wenn es dann irgendwann soweit ist. Ich wette, ich habe gerade voll das gedankliche Bild vor Augen. Ich wette, es wird einen Attentatsversuch geben während der großen Show und dann eskaliert alles. Oh? Da sind wir. Oh, there you guys are. Sorry, we didn't mean to bother you. Yeah, you were just wow. That was completely breathtaking. I think I died and went to heaven for a second there. I'm lucky to have been able to witness something so amazing. You guys flatter me. Okay. Komisch, also komisches Benehmen von Seiten der Polizei. Also irgendwo auch menschlich, aber ich finde es spannend, dass alle 4 da so unterwegs sind. Still, it's nowhere near finished. Seriously? It can be even better? Why, of course. That particular routine was from one of the Sun Prince's first scenes. It will be even better once we add the Moon Princess into the mix. As for the climax, well, let's just say this was nothing compared to what that will be like. Holy crap. I can't even imagine. Look forward to it. So, Rishia, are these the people you were telling me about? Yes, that's right. This is the special support section. Really, you don't give off any cop vibes, though. Anyway, I assure you want to investigate this letter business. I don't want you to waste your time looking into a dumb prank like this. Come now, Elia.
Sollen wir das Mikro ein bisschen weiter nach unten machen? Everyone is just worried about you. Why don't you indulge us just a tad? Well, I don't know about that. It's not really my style to let anything put a damper on the hype right before a show, but if Rishia lets me give her a special massage, I'll consider it. Jetzt geht das wieder los. No, absolutely not. I swear, what am I going to do with you? She's pretty different from her stage persona. Reminds me of a creepy old Lecher? Keine Ahnung. I heard she had an interesting personality, but not to this extent. She sure is something, huh? I'm so sorry, everyone. Lloyd, would you and the others mind waiting in the lobby? I'll try my best to persuade her somehow. Huh? Elia, what are... You said Lloyd, right? Guckt aber gerade böse. Are you Lloyd? Yes, I'm him. Too close, way too close. And what's your last name? Bannings. My name's Lloyd Bannings. I knew it. Knutscht die ihn gerade? What? Seriously? What the hell, Lloyd? Elia, stop. What is the meaning of this? Wow, what a small world. Who would have thought this would be the day I met the infamous little brother? Well, now that I think about it, I'm pretty sure she mentioned that you had joined the police department. You're exactly how I imagined you'd be. Wait a second, does that mean... Are you one of Cecile's friends? Yep, Cecile's my best friend. I've known her for over 10 years now. We met in Sunday school. I had no idea. Wir als Spieler schon. Ach, jetzt sieht man sie auch mal in groß. Allow me to properly introduce myself then. I'm Elia Platier, the star of Arkansas, so to speak. A pleasure to meet you. Ich hoffe, dass wir in dieser Ansicht auch nochmal Rishia in ihrem Bühnenoutfit sehen werden. Das wäre cool, weil ich glaube, Rishi hat gerade ihre Standardkleidung an. Elia, what are we going to do with you? You can't just smother someone like that. It's a little rude, wouldn't you say? Naja, rude ist hier auch schon Rishi gegenüber gewesen. Ah, don't be such a prude. Admit it, Lloyd, you enjoyed that hug, didn't you? I could tell. Haben die sich jetzt geknutscht oder war das wirklich nur ein Hug? Ich finde, das sah aus, weil da auch so ein Knutschgeräusch irgendwie zu vernehmen war. Oder habe ich mir das eingebildet? Also, das war so angedeutet zumindest. Oh, well. Okay, böser Blick. First Cecile, now her. So, that's how it is. When everything's said and done, the rest of us are nothing compared to the little brother type. Damn you, little brother 1%ers, all smug atop your golden throne, surrounded by babes. Tja, anyway, about the threat letter. Oh yeah, I nearly forgot about that thing. Can't say no to such an adorable little face. Now can I? Now can I? Ich hätte jetzt gesagt, how can I? If you insist, I've got the letter right here with me. Ja, den würden wir gerne lesen. Here you go. Thanks, Elia. Weren't you the ones who asked us for help? Naja, Rishia eigentlich nur. Let's give it a read. So. Cancel all performances of your upcoming show, or the beloved fervent dancer will have a tragic accident. Boah, das ist schon creepy. Yin. Wer ist denn Yin? Aber ist der Name nicht schon mal irgendwo gefallen? What the... Cancel all performances of your upcoming show, or the beloved fervent dancer will have a tragic accident, signed by Yin. Weil ich erinnere mich dunkel an so einen Moment, wo ich mir überlegt habe, ob ich Yin oder Jin dazu sage und dann die Parallele gleich zu Xenoblade Chronicles 2 gezogen habe. Aber ich weiß den Kontext nicht mehr. That's a threat letter, if I've ever seen one. You're sure about that? It sounds more like a lame prank to me. I'm going to be honest with you guys. It's unfortunate, but we get stuff like this all the time. Really? Aber warum kam Rishia dann jetzt erst mit explizit diesem Brief auf uns zu? Wahrscheinlich, weil das jetzt die erste Aufführung ist, die zusammen machen, oder? It's true, we do get a decent amount of letters like this. Oder sagt Evan. Sorry, Evan, ich wollte keine falsche Stimme geben. Most of them are written out of jealousy or in jest, though.
In this particular case, however, there is something that bothers me. And what would that be? It's the signature, ain't it? Precisely. Essentially, all of the letters we've been sent up until now have been anonymous. There's something suspicious about the name Yin. I just can't shake the feeling that this isn't a simple prank. And I just keep telling you it's nothing to worry about. Do you have any idea who this Yin person is? Not in the slightest. Like, is that even a person's name? Ich würde sagen schon, warum denn nicht? It almost sounds like it's some sort of code name. Ja, okay, könnte auch sein. I suppose it could be related to our new show's title. Yin means silver, after all. But that's as far as I can guess. An interesting coincidence indeed. Is there anything else you can think of that might be relevant? For example, have you done anything recently that someone might hold a grudge over? About that? Wait, you don't mean... Was denn? What is it, Rishia? Does someone have it out for you guys? Rishia, ich glaube, du musst sprechen. Ilya, dear. It's not about us, it's about you, Ilya. Remember the other day with the president of that company? Was war denn da? Oh, that old baldy. To be perfectly honest, that whole thing was so trivial, I'd completely forgotten about it. Ja, aber was war denn jetzt genau da? Who exactly is this baldy? Just some crazy old loser named Marconi. Marconi war einer aus dieser Mafia-Gruppe am Anfang des Kapitels. War das nicht sogar der Don? Don Marconi? Apparently, he's the big boss of that business, Rivash and Co. What? Rivash? Oh man, that name yet again. What's with all the freaking out? It's just we've been hearing that name pretty often. Do you mind filling us in on what happened with Rivash's president? Sure thing, he likes to bring his business associates to Arkansas for entertainment. He planned his ass in our exclusive seat so everyone knows he's a big shot. Thing is, he doesn't care about the actual show at all. Like, he doesn't even appreciate my dancing. All he does is ogle me with those beady little eyes of his. Ilya? Wow, how were you able to pick up on that, Ilya? This theater is my domain and I know everything that happens here. So anyway, that old coot had the gall to approach and patronize me. He kept babbling on and on about how he would support my career and have me debut at the Heimdall Opera House. Wow, it don't get much more fancy than that. Actually, we receive requests to perform in both the Empire and the Republic. We're often asked to hold a limited run of performances in both countries. Now that I think about it, we even had an offer to perform in LeBeur's Grand Arena. Wow, I didn't realize Arkansas was internationally famous. Still, why would Marconi approach Ilya about being her patron? He supposedly has powerful connections within Erebonia, but judging by the rumors, they aren't the type of people we want to associate with. From all we've heard, Rivash has deep ties to the Empire, and of course its criminal underworld as well. I had no idea. How were you able to resolve the situation with Marconi? I politely refused, of course. Ja, und das war wahrscheinlich dann der Auslöser. Damit kann er nicht umgehen. Angekratztes Männerego und so. And for good measure, I slapped him across that giant face of his and told him to never speak to me ever again. Okay. Leute, fühle ich seine Reaktion. You did what? You slapped a mafia don in the face? Yes, she did, I swear. I nearly fainted after she pulled that stunt. I nearly had a heart attack. However, he had the audacity to touch Ilya inappropriately. The recklessness, rudeness of that man was unbelievable. The nearby staff intervened, so we somehow managed to settle it. So, what you're saying is there's a good chance he's still nursing a bruised ego. That's what I'd expect from a typical Mafioso anyway. Naja, aber ganz ehrlich, jemanden körperlich anzugehen, ist jetzt auch nicht so geil. Also das sollte jetzt auch keine Morddrohung nach sich ziehen, ist schon klar.
Aber das ist dann, finde ich, schon ein bisschen mehr als nur Männer-Ego. Also ich würde mich auch dran stören, wenn mir jemand eine Schelle gibt, auch wenn er sich vorher auch scheiße benommen hat, aber trotzdem. It does seem like a plausible motive to send a threat letter. Naja, plausibel würde ich dann eher in Anführungsstriche setzen. Okay, we understand the situation. First off, we'll try to uncover some new leads with the clues on hand. Do you mind if we hold on to this letter, Ilya? Be my guest. I see a familiar glint in your eyes now, Lloyd. Come again? It's just like how I feel when I step onto the stage. Anyway, I'm sure you four will do a spectacular job. With you on the job, hopefully, poor Rishia will be able to sleep at night. Thank you, Ilya. We'll happily tackle the case, Miss Mao. Wow, voll die Wortfindungsstörung. Warte mal kurz. Kurzes Kaffeepäuschen. Es ist noch relativ früh, vielleicht bin ich auch noch nicht ganz so wach. We do everything we can to live up to your expectations. Das sowieso. Na, Rishia, zufrieden? Die ist irgendwie voll cute. Was? I'm so happy that Ilya finally agreed to accept help with this. I knew going to you was the right choice. Die vorige Textbox wurde einfach weggedrückt. Ich habe nicht mal gesehen, was da drin stand, weil ich mir Rishia angeguckt habe. Well, don't give us too much credit just yet. From the sound of it, this case isn't going to be an easy one to solve. Oh yes, I suppose you're right. By the way, you don't have to keep calling me Miss Mao, just Rishia is fine. Oh? Well, I'm still just a novice, and I think I'm actually a little younger than you and Ellie, so it just seems a little strange for you to call me Miss. Oh, really? Well, alright then. I'll be sure to keep that in mind, Rishia. Thank you, I really appreciate it. Rishia, the meeting's going to start without you if you don't hurry up. I'll be right there. Well, then, everyone, if you'll excuse me, if you figure anything out, please don't hesitate to stop by the theater. Yes, wir haben Freigang. Wir sind VIP-Gäste. Arkansas sure is busy. You're telling me, I bet they practice another 100 times before the actual show. I'm starting to get why they don't want to waste their time with this letter business. Indeed, that does make sense. I hope we can solve this soon for the sake of their new show. Let's get to it then. Bin ich mal gespannt, wo wir jetzt anfangen wollen. Also wir werden ja jetzt wahrscheinlich nicht... Oh, ich komme jetzt hier durch. Wir werden ja wahrscheinlich jetzt nicht deren Zentrale stürmen und die einfach so zur Rede stellen. Also irgendwie wird es da sicherlich eine andere Annäherung geben. Irgendwie ist mir mein Headset zu laut. Kennt ihr das, wenn ihr so bei technischen Gerätschaften immer so Einstellungen habt, wo die eine Zahl ein bisschen zu laut ist, die andere ein bisschen zu leise und man gerne so eine 0,5 Nachstellen-Einstellung noch hätte? Sowas habe ich gerade. Wow, aren't you Plea? Wer ist denn Plea? No way, you totally are. You're Plea, the mysterious songstress. I know all about your fantasias. Was? A fan, are we? I'm sorry you have to see me in this unflattering training attire. Oh no, don't be. I don't mind one bit. You may not mind, but I most certainly do. Also, you seem to have forgotten, but we're in a dressing room. Keep it down, okay? Yes, ma'am. Sorry, ma'am. Your motives are far too transparent, Randy. Naja, aber ihr seid auch alle hier reingestürmt. Ilya and I are not the only ones to reach stardom in the troupe. Theodore and Eugene are quite popular, especially with the ladies. What can I say? The artists of Arkansas are a force to be reckoned with. Deswegen seid ihr auch so erfolgreich, unter anderem. Rishia's shaping up to be one incredible performer. I'm looking forward to seeing just how much she blossoms. Es wäre irgendwie cool, wenn diese Aufführung mit so einer Cutscene einhergehen würde, die ein bisschen aufwendiger animiert ist. Mal gucken. So, hier sind jetzt die beiden Weiberhelden. Now, there's a few faces I don't recognize. Oh well, whatever. Just be sure to keep it down while you're in an artist's dressing room. Sorry, but I'm trying to get into character. If you're just here to make noise, I'll need to ask you to leave. Okay, nee, wir wollten einfach nur gucken, wer sich hier tummelt. Ihr hättet ja auch absperren können. Oh, so you guys are police officers, huh? Huh, must be cumbersome to investigate the smallest of pranks. Ach,
er sich über uns lustig. Thread letters and the like are pretty run-of-the-mill for stars like us. I'm afraid you're wasting your time on this one. Lass das mal unsere Sorge sein, okay. As the Prince of Arkansas, I, Eugene, have made enemies of many men across the land. Der ist, ja, wie soll ich sagen, ohne jetzt ausfallen zu werden. Der trägt seine Nase ganz schön hoch. Belassen wir es mal dabei. Oh, hier ist doch der Dressing Room. Das andere war doch nur der Schminkraum, oder? Oder wie auch immer sich das nennt. Celine. Rishia's still a total rookie. New not only to Arkansas, but the performing word itself. That only makes her recent casting as the co-star of our upcoming production all the more impressive. Aber wie hat sie das denn geschafft? Was hat sie denn vorher gemacht? Well, I suppose I can't bellyache much. She's been training her butt off from the day she joined us. I've been here way longer than her, yet she managed to surpass me. I'll be so mad at her if she screws this up now. Ja, das wird sie schon nicht machen. Look at the role Rishia managed to score. I guess her talent really does speak for itself. Well, she'd better deliver the performance of her life out there, or else I'd be furious with her. Ja, weiß nicht. Also ich kenne sie ja noch nicht so gut genug, aber ich würde sagen, sie ist professional enough, um das zu bewerkstelligen. Karilina. They're even adjusting the script in the final hour. Between fine-tuning the costume designs to ensuring the performers maintain their physique, I've got a ton of behind-the-scenes work to do. The troupe has me working like a dog these days. Between fine-tuning the costume designs to ensuring... Das hier kennen wir schon. Okay, also alle sind auf jeden Fall gut beschäftigt. So, was haben wir jetzt hier für Räume? Ah, hier geht's jetzt wahrscheinlich zur Bühne rüber, ne? Heinz. Oh, we are those officers the troop leader told us about. I don't mind you watching, but please don't touch anything, okay? Is this the stage design you'll be using for the performance? It sure is. That design is specifically made to support the plays at Arkansas. Elia requested some adjustments, so I'm in the process of applying them. With all these difficult orders, she's giving the troop leader's enthusiasm a run for his money. The enemy Elia. The energy Elia puts into performing always impresses me to no end. She has the power to influence our troop leader with her opinions. Ich weiß nicht. Also ich finde Rishia sympathischer als Elia. Mir ist Elia ein bisschen zu exzentrisch bisher, muss ich sagen. Aber das muss wahrscheinlich ein Weltstar ihres Formats auch irgendwie ein Stück weit mitbringen. Wobei es gibt auch bodenständige Weltstars. Also das eine muss das andere nicht ausschließen. Ach, hier komme ich gar nicht wieder hoch. Nikolai! I managed to get a role for this play. It's one of the most minor roles, but it's still for Arkansas play. That's cause for celebration for someone like me. On the other hand, Rishia managed to become the co-star, and she joined the troupe after I did. Just thinking about it is making me antsy. Maybe we're on different levels. Rishia's skills are the real deal. She just got here, yet she has a major role. Compared to her, no, I mustn't be impatient. Okay, aber immerhin kannst du auf Lebenszeit in deinen Lebenslauf schreiben, dass du bei Arkansas mitgemacht hast, egal wie klein die Rolle ist. Und das ist ja auch schon viel wert. Da werden zumindest einige wahrscheinlich hellhörig, wenn sie genauer hingucken. So, dann lass uns mal gucken, ob wir die Türen auf der oberen Ebene auch noch aufsuchen können. Hier gab es ja soweit keine, ne? Nee. Gut, dann fange ich jetzt auch mal wieder auf der Seite an. I think the staircase leads to the second floor seats. Let's avoid going up there. We'll just end up being a nuisance if we stick around too long. Aber Elia hat doch gesagt, dass es voll okay ist und alle anderen auch. I think the staircase leads to the second floor seats. Okay. Wow, die haben mal den gleichen Text genommen. Den gleichen Text zweimal hintereinander. Für 2 verschiedene Türen. Das gibt's selten. Den Tag muss ich mir rot im Kalender markieren. Sounds good, so what's the plan? Rivar's looking like our only potential lead so far. This Yin person may be worth looking into as well. Ja, aber wer ist das? Yeah, you're right. Das gilt es wohl herauszufinden. Hey everyone, I've got an idea. Why don't we pay Rivash and Co. a visit? Also doch? Okay. What? You're kidding?
Isn't it our obligation as police officers to pursue any possible lead? We still don't know if Revash's Dawn is responsible for sending the letter, but I know for a fact that we'll never reach the truth if we shy away from potential trouble. You make a valid point. Not only that, but I think it will be a good opportunity. There are a group of criminals that think they're above the law. This is a chance to see the true nature of Crossbell's underworld for ourselves. Yeah, can't argue with that. Ellie ist noch nicht so überzeugt. What's wrong? Are you worried? Randy and I could always go along... Lloyd... No, that's... I didn't mean... Also, ich finde, er hat nichts Schlimmes gesagt. Oh no, it's not that I'm worried. I'm sure it won't be too dangerous to ask them a few questions. It's just, I've always been curious about the people that make up the city's infamous mafia. And this is the perfect chance to finally meet them face to face. Oh. Well, looks like Mademoiselle is ready and raring to go. Well, of course I am. Life is full of surprises after all. Who knows what sort of exciting twists and turns this letter will lead us to. So let's be off right away. Agreed. According to the database, Revash's headquarters is located in the back alley. There's a narrow alleyway halfway down the street that leads to its front doors. Na, da sind wir schon 10.000 Mal gewesen. Thought I remembered seeing some shady looking dudes there. Guess it makes sense if that's their HQ. Ja, da weiß ich ja ausnahmsweise direkt, wo ich hinlaufen muss. Komme ich jetzt hier wieder rein? Yes, das sieht gut aus. Habe ich den Bedarf irgendwie? Ich glaube nicht. This is a nightmare. Who would have the audacity to send a threat letter at a time like this? I hope we quickly determine that this is nothing more than a bad joke. I was instructed to support you in any way I can. Please don't hesitate to ask me any questions you might have. Okay, this is a nightmare. I hope we quickly determine. Okay. So, bei dir noch was? We've treated the occasional threats we've received as pranks. However, the letter's contents, along with that signature, give credence to its Legitimität. I'm counting on you, everyone. Please get to the bottom of this. Ich glaube, das hat er beim letzten Mal auch schon gesagt. Dann gucken wir nochmal hier. Ah ja, guck mal, siehst du? Den hätte ich jetzt fast versäumt zu sprechen. Ich meine, die werden uns jetzt auch nichts weltbewegend Neues erzählen, aber ich laufe jetzt hier trotzdem mal immer schön die Ränder ab. Man kann ja nie wissen, ob nicht irgendwo ein Ausrufezeichen auftaucht. Achso, hier kann man auch durch. Ja, nee, okay, dafür bin ich jetzt zu faul. Das mache ich jetzt nicht überall. Wenn da jetzt irgendwie ein ultimatives Item irgendwo liegt, dann habe ich jetzt Pech gehabt. So, aber hier gucke ich nochmal. Zumindest an dem Plakat nicht, dass da irgendwo ein Rezept dran klebt oder so. I wish Ilya would treat the situation just a little more seriously, considering the letter is targeting her. Regardless, we'll leave the matter in your capable hands. Please contact me at any time should you happen to discover new information. Okay, I feel reassured knowing the police have agreed to investigate the matter. I'll leave the threat letter in your capable hands. Ja, dankeschön. Dann geht ganz schön viel Verantwortung mit einher. Ey, wenn die stirbt, ja, so ein Weltstar und uns dann alle die Schuld in die Schuhe schieben, dann können wir direkt einpacken mit unserem Ruf. Let's continue where we left off yesterday, Rishia. Dress rehearsal is the point at which you must get a handle on your role, and from there, refine the timing and flow of your movements. You can't just depend on others and match them, and you can't just go at your own pace either. But this is something that's best learned by doing it yourself. She's right, you know. We don't have much time left, so we should go into dress rehearsals as soon as we can. Okay, please let me know how I do. Sorry everyone, I have to get back to practice soon. Still though, I'm glad I decided to consult with you. I hope you can find the truth behind that threat letter soon. Warte, ich will gleich noch was dazu sagen. Ich vergesse es bestimmt. Our new play's going to rock your socks off, my friends. It contrasts me symbolizing the sun and Rishia who symbolizes the moon. Our two lights have an intense clash, but soon join together and become as one on the stage. There's not much time until we debut, so we're gonna hurry it up. Her mind must be filled with nothing other than the performance. Naja, sie ist halt ein Professional, ne? Aber was anderes kann sie sich wahrscheinlich auch nicht leisten.
Wenn sie sich jetzt ablenken lässt, dann gefährdet das wahrscheinlich die gesamte Aufführung. Ich wollte eigentlich nur noch mal darauf hinweisen, wie bemerkenswert ich es finde, dass Rishia trotz allen Stresses noch die Zeit gefunden hat, uns aufzusuchen, obwohl Elia das gar nicht wollte und obwohl die Bedrohung gar nicht ihr galt in dem Brief. Und, also wenn das keine Freundin ist, was dann? Ich hoffe, Elia weiß das auch zu schätzen. So, warte mal, lass mich mal kurz überlegen. Wir haben nicht allzu viele EP. Ich würde mich mal einmal kurz übernachten legen. Denn ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt hier in den nächsten Dungeon reinkommen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir diese Kiste hier vielleicht bald mal mitnehmen und aufsammeln können. Wahrscheinlich, wenn man von hier aus irgendwie nach rechts läuft. Öffnen, wollte ich sagen. Nicht mitnehmen und aufsammeln. Wir lassen die schön liegen, wo sie ist. So, this is the Rivage & Co. building. We knew it wasn't in the safest part of the city, but the way here was even shadier than I expected. Wie die alle tun, als wären wir hier das erste Mal langgelaufen. Aber es ist, das muss man ja sagen, das erste Mal, dass uns die Hauptstory hier hinführt, ne? Who the hell are you guys? Krieg dich gar nichts an, nimm mal deine Sonnenbrille ab und hab ein bisschen Respekt. This isn't a place for kids like you to screw around in. Go ahead and piss off. What? Ain't you those kids? Could it be? Was? Die Schreibweise überfordert mich komplett. Who'd have thought we'd been reunited with a dear felon of ours? What? Who are these kids? They're those damn police brats. They're the ones that spoiled our plans in the downtown district. Hau uns doch. No way. It seems our reputation precedes us. We've come here today as part of an official investigation. Say what? We'd appreciate if we could meet with your boss. We'd like to ask him some questions regarding a certain incident. Are you out of your damn minds? A bunch of dogs like you talking to the Don? Just how cocky can you run, scared? He's not one of our suspects. We just want to ask him some questions. He, of course, isn't obligated to speak with us, so we won't force the issue. Can you boys at least let your boss know we're here? Appreciate it. Tch. Damn it, Arnold. Your screw-up made these little shits way too big for their britches. Hey, what's the plan? These sons of bitches have the wrong idea. Sounds like we should teach them some manners, eh? Yeah, sounds good to me. Guess we ain't getting in. We ain't getting in. Yeah, we just have to try again another time. Was? Let them through. Confident voice. Hat das der Don direkt gesagt? Ja, das ist er, oder? Boah, ist der groß, oder sieht das nur so aus? Yeah, boss. Sorry, boss, these kids were... It's fine. He's massiv. Ist echt so. Der hat ein echt lustiges Kinn. Das Kinn. Doch, das Kinn. Ich war mir gerade in dem Artikel nicht sicher. What was fairly large, but he pales in comparison. This guy's a mountain. You're those brats with the police then? I've heard the stories already, but you're younger than I thought you'd be. I'm Lord Bennings of the Special Support Section. And you are? Müssen wir da noch fragen? Ah ne, der hat ja auch einen richtigen Namen, stimmt. Large man in a suit. Garcia Rossi. I'm the General Manager of Sales at Rivage & Co. I suppose most of the employees stick to boss though. Ja, so werden wir dich aber nicht nennen. Oh damn, I wasn't expecting a big shot like him coming out here to greet us. Yes, I believe he's Marconi's right-hand man. Come inside. I'll hear what you have to say. Das mal keine Falle ist, ey. You're lucky the boss is in a good mood. Get your asses in there. You'd better not even think about disrespecting him. Unless you're fine with having your lifespans cut short. Ja, versucht mal euer Glück. Auf den Kampf lasse ich mich gerne ein. So that's what this is all about. Boah, wie der schon da sitzt, ey, wie so ein richtiger Pascha.
You think the Don sent Elia Platier a threat letter? Ridiculous. You kids sure have some overactive imaginations. We aren't claiming it as the truth, of course. However, we heard of a recent incident between your boss and Elia, and given that we were out of leads, we thought we should at least come to ask about it. You're talking about the Don getting smacked? That's nothing, just a random little event in his busy life. He'd had a bit too much to drink at the time and barely remembers it anyway. I doubt he's holding any kind of grudge over it. Is that so? This is just another rumor we heard. But what about the proposal to have Elia perform at the Heimdall Opera House? Yeah, that was brought up. Rivash's got friends in a lot of places, and it was them who actually came to us with the idea. But apparently the main reason was that the Don wanted to bring her in as a special guest for what? A special guest? Never mind, nothing you need to know about. Anyway, that letter ain't from us. Do you understand now, kids? Even so, do you mind taking a look at the letter just in case? Frag ihn mal, ob jemanden wie Yin kennt. Huh? Sure, whatever. Hand it over. Here you go. Lloyd passed the threat letter to Garcia. Vielleicht wollte jemand, dass wir denken, dass Rivage hier der Schuldige ist und uns gegeneinander aufwiegeln, um, keine Ahnung, von sich abzulenken. Huh? The hell is this shit? Whoever this is, he's dead set on getting in the way of Elia Platier's performance. Der wird bestimmt was zu Yin sagen. What was that? He looked like he noticed something. Oder er kennt die Handschrift, wenn das überhaupt mit Handschrift oder per Hand geschrieben wurde. Garcia threw the threat letter back at Lloyd. This is a damn waste of my time. Threat letter, this crap looks like nothing more than an overblown prank to me. Hold on a sec. Your reaction gave the impression that you know something. Don't know what you're talking about. Nothing in that letter looked the least bit familiar to me. All I can tell you is that the Don didn't write it. Oh, and that you guys are on a fool's errand. You know that, right? It's clear there's something this guy's not telling us. Whatever it is, he seems unlikely to reveal any further information. I suppose that covers things here then. Is there any way we could hear the story directly from the Don? What? Yeah, getting it straight from the source would be best, you know. Or is he not in right now? What? Du musst deinen Tisch nicht kaputt machen. Oder deinen Fuß. Was ist los mit dem? Don't go getting cocky now, kiddos. You think the Don has time to see a bunch of snot-nosed rookies like you? A group of naive and helpless puppies that he can crush in the palm of his hand? Wait a second. Normally, I wouldn't have even given you the time of day, but since I'm such a nice guy, I figured this would be a good chance to give you this one piece of advice. No matter what you do, you can't change Crossbell's true nature. Rivage's iron grip is here to stay. Pretty confident about that, ain't ya? If you understand, then get the hell out of here. I don't have time to sit around having tea parties with a bunch of little shits like you. However, if you dare defy us again, there will be no mercy. I will end you. Wow, bedroht uns hier gerade oder was? Thank you for the advice. Was? Boah, ey, was wir uns alles bieten lassen, ey. Richtiger failed state hier. Das ist ja wie in real life. Let's go, everyone. I think we've gotten all we can here. Yes. Roger. Huh, well, this is the worst tea party I've ever been at. Ain't even any tea. Stimmt. Getränke haben sie uns auch nicht angeboten. Wow, ey, dass sowas geduldet wird, dass wir auch so mit uns reden lassen. Also, Polizei hat hier scheinbar irgendwie gar keine Autorität in Crossbell City. Wait, you there, Redhead.
Na, kennt ihr euch? Randy kennt ja gefühlt alle. Huh? You're talking to me? That shade of red, I've seen it before. No, you couldn't be. Whoa, whoa, hold on there, Gramps. I love getting attention from smoking hot ladies, but old men, not really my thing, you know? Well, no matter. Hurry up and get out of my sight already. You were the one who stopped me. Make up your damn mind already. Also ich muss sagen, Randy wird mir von Folge zu Folge immer ein bisschen mehr sympathisch. Aber es war irgendwie klar, dass der nicht nur so eindimensional bleiben wird, wie der am Anfang noch gezeigt wurde. So, und was machen wir jetzt? Mit den Infos, die wir haben, oder mit den Infos, die wir nicht haben. That went well. He was treating us like children. So, I can't stand that bastard. By the way, Randy, why did he stop you as we were leaving? Oh, ist das ihm also aufgefallen? Beats me. Anyway, that big guy ain't bluffing. Way we are now, I doubt we'd be able to so much as put a scratch on him. You think? I sensed he considered us far beneath his notice, as if no matter what we did, it would barely register as a thorn in his side. Right, I got that impression too. Even considering his group's connections in the Diet, he didn't seem fazed at all. Ellie? What's up? Oh, it's nothing. Oh, spricht doch alle mal Tacheles. Ich mag das immer nicht, wenn so Leute... Also ich meine, die müssen ja hier als Team funktionieren. Soll sie doch aussprechen, was sie hat, oder ist das was Persönliches? More importantly, how will we proceed? It seemed like Rivage may know more than that letting on. You mean regarding the threat letter sent to Elia? Yeah. I don't think we can take everything Garcia told us at face value. That being said, I think the odds that Rivage is connected to this incident are low. Really? But he clearly reacted to the threat letter once he saw it, right? Without a doubt, he definitely noticed something. Lloyd pulled out the threat letter. Also meine Vermutung ist, dass er weiß, wer sich hinter Yin verbergen könnte, dieser jemand aber nichts mit Rivage zu tun hat. Und am Ende wird Lloyd wahrscheinlich recht behalten. Perhaps what Garcia reacted to was... Ich weiß nicht. Also wir haben... das hier war ja mein erster Guess. Und da sie ihn nicht explizit auf Yin angesprochen haben, kann es das sein. Aber es könnte genauso gut auch die Handschrift sein. Ich nehme trotzdem das. The name of the sender. That Yin guy? You think there's a chance Yin is involved with Rivage? Yin conspiring with Rivage wouldn't explain Garcia's reaction to the letter. It was almost as if he was sure this had nothing to do with them once he saw it. Don't you think so? Oh. Yeah, that's a good way to describe the look on that ugly mug of his. We can deduce that while Yin has no ties to Rivage, it is still a name they are familiar with. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Is that an appropriate hypothesis? Keine Ahnung. Yeah, I think that's safe to say. If that's the case, I think we should consult with someone who is more familiar with Rivage. Mr. Grimwood comes to mind. Yeah, that's a great idea. If we're as close to the truth as we think we are, then it might be a good idea to discuss it with Grace too, although... we give that woman the smallest morsel, and before you know it, she'll be trying to drag the whole damn story out of us. She would inevitably learn of the threat letter, and it would become a colossal ordeal for Arkansas. I was hoping you'd all talk me down from that idea, to be honest. We should try questioning any other people that come to mind as well. If we're lucky, we might even come across some information we weren't expecting. Yes, maybe so. Hihi. Was gibt's denn da zu lachen, Ellie? Oh no, it's nothing. Shall we begin gathering information? We can start wherever we'd like. At some point, we have to visit the law office, though. Right, let's get going. Oh, das ist schon wieder so formuliert.
als würdest du am Ende mehr DP bekommen, wenn du die richtigen Leute halt anquatschen würdest. Oder als würde der Gang zum Office dir halt den wenigsten Outcome geben. Das macht es jetzt nicht unbedingt einfacher. Warte, irgendwas wollte ich gerade... Irgendwas wollte ich jetzt noch machen. Jetzt habe ich es voll vergessen. Ach, egal. Wir gucken jetzt erstmal, ob ich hier irgendwie an die Kiste rankomme. Nee. Oder man muss das doch irgendwie aus dem Gebäudeinneren bewerkstelligen. Aber wenigstens können wir uns jetzt hier frei bewegen. Das war vorher nie der Fall. So. Hey kids, the exit is that away. Now that you know, piss off. Better scurry on out of here before something unfortunate happens to you. Hey kids, the exit is... Naja, wir sind gleich weg. Wir haben andere Sachen zu tun. You're telling me that you have business with Ravash & Co? Don't you get a big head just because you got to meet with the boss, you hear me? Aber er ist ja nicht der Boss gewesen. Es gibt ja noch einen Boss über dem Boss. Also bis ganz nach oben sind wir nicht durchgedrungen. Hey, this isn't a place to hang out. You little shits better get the hell out of here. Ja, haben wir schon verstanden. Da könnt ihr uns noch so viel beleidigen. Ich werde es immer und immer wieder probieren. Gibt nichts Schöneres, als von Shit als Shit beleidigt zu werden. So, Imelda, mach mal deine Geheimtür hier auf. Ich will an diese olle Kiste ran. Kann doch nicht so schwer sein. Wo ist hier der geheime Hebel? Ich weiß auch nicht. Das hat er beim letzten Mal auch alles schon gesagt, ne? Oder? Ne, ich drücke hier gerade nichts weg, was wir noch nicht kennen. You wouldn't happen to own one, would you? No, not me, but someone I know. She's shown me a couple of hers before. Is that so? I would like to see one someday. I hear Rosenberg dolls are indescribable. Ich glaube, das ist doch neu. Ups. Hä? Wahrscheinlich, weil wir vor diesem Dollhaus schon standen, da wo wir Ren getroffen haben. Kann das sein? Oh, das tut mir jetzt leid. Aber man kann ja wenigstens pausieren. Das ist das Schöne an YouTube und das nachträglich lesen, auch wenn ich vielleicht ein bisschen schnell gewesen bin. Aber ich weiß, dass bei unserem ersten Besuch ja auch schon Textboxen aufploppten, als wir dieses Regal inspiziert haben. Naja, muss ich mir selber auch nochmal in Ruhe durchlesen. So, warte mal. Sagen die jetzt alle was Neues? Racket lately? Man, I'm in a picker here. Our store's right next to that building. How the hell am I supposed to attract customers like this? Ich glaube, das kennen wir aber auch schon. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, aber ich habe eine Idee. Wobei, nee, ich glaube, das hat sich erledigt, weil hier in der Missionsbeschreibung gibt es jetzt keinen Hint, der irgendwie sagt, dass man sich abseits von Mr. Grimwood noch umschauen soll. When we showed Garcia the letter, he claimed to know nothing but seemed to react to seeing the name Yin. Was wäre denn, wenn ich die andere Antwort genommen hätte? Hätte dann hier was anderes gestanden oder wäre das falsch gewesen? Would the lawyer, Mr. Grimwood, know anything? He knows a lot about Ravage. We should also be proactive about asking around. Ach nee, guck mal. Da steht doch noch mal was drin. Ob noch irgendwas anderes ansteht. Okay, warte mal kurz, dann werde ich doch noch mal meinen Plan verfolgen. Aber nein, es hat sich, glaube ich, erledigt. Ich habe jetzt nämlich tatsächlich mal nachgeguckt und so einen ganz kurzen Blick in ein Walkthrough geworfen. Also als nächster Schritt, ohne dass es da noch optionale Zwischenschritte gibt, sollten wir Mr. Grimwood aufsuchen. Ich hätte nämlich ansonsten vorher noch andere Ecken vielleicht angesteuert. Also vielleicht war das jetzt auch nicht die beste Quelle, die ich da angezapft habe, aber warte mal, wo wollten wir hin? West Street eigentlich. Hätte ich auch weiter durchlaufen können, wäre ich genauso schnell gewesen. So, aber dann starten wir mal bei ihm. Ah ja, da werden wir auch schon erwartet. Oder auch nicht. Excuse us, sir. Hello, hello. Oh, welcome. Ich glaube, der Part könnte Überlänge haben. Ich wollte eigentlich vor ihm abspeichern. Das hat sich dann hiermit offiziell erledigt. I see the SSS has been keeping busy. I could say the same to you, Mr. Grimwood. Right, you look as busy as always, sir. Haha, well, you get used to it in this line of work. That aside, something must have happened, right? Judging by the looks on your faces, you've come here to ask for my advice. Aha, guter Menschenkenner auf jeden Fall. Impressive. Haha, was it that obvious? Well, I do see a great many clients come through my door every day with that very same look. Lucky for you, I'm taking a break right now, so you can ask me anything. In deiner Pause habe ich ein schlechtes Gewissen bei.
Thank you, Mr. Grimwood. Your words mean more than you could ever know. I think we'll take you up on that kind offer. Besser ist. So. Ey, diese Musik hier im Hintergrund, die erinnert mich so hart an Secret of Mana. Ich komme da jedes Mal nicht klar. A threat letter sent to Ark and Seal, And you're curious as to whether the sender, Yin, is tied to Revage? Genau das. Yes, sir. Do you have any idea? Unfortunately, I don't have any information that connects the two of them. But that doesn't mean that I've never heard the name Yin before. Ooh, really? What do you know about him? Well, I have no evidence that points toward this being the same person. With that in mind, are you still interested in this information? Yes, of course. Hell, at this point we'll take any lead we can get our hands on. Very well then, it all happened when I went on a business trip to Calvert. While walking about, I heard a strange urban legend from a local. It involves a legendary Seongshu oder so, referred to as Yin. Yin. It certainly is an Eastern name. What exactly is a Seongshu? Means something along the lines of assassin or killer. Oh, pretty sure that's what they call them in most of the eastern regions. My, you certainly are well informed. I'd say it's somewhat similar to how we customarily call mercenaries Jägers. You mentioned this was an urban legend. There's more to it, I assume? Yes, well, it's said that no one knows for sure whether Yin is real or not. Though, supposedly, he's said to wear a mask and a pitch-black cloak, and he's never once allowed someone to see his face. He appears and vanishes with the shadows and never lets his prey slip away. In other words, he's a phantom. A phantom? Sounds like a pretty tall tale if you ask me. I suppose that is why it is called an urban legend. Aber es bleibt die Frage, warum zur Hölle sollte er Elia töten wollen? However, why would this so-called legendary assassin send a threat to Elia Platier? Ey, das war Gedankenübertragung, Tio, oder? Gut, ihr Lieben, ich werde jetzt hier mitten im Gespräch, ich weiß, ganz, ganz übler Zeitpunkt, aber wir sind schon über der Zeit, ich nehme ja schon über eine Stunde auf. Wir machen hier in diesem Gespräch direkt beim nächsten Mal weiter und mit der ganzen Investigation und ich bin überzeugt davon, es bleibt spannend. Aber für heute erstmal danke fürs Einschalten und bis hoffentlich zum nächsten Mal, wenn ihr denn Bock habt. Macht's gut. Ciao.